Hallo und herzlich willkommen zu Deutsch leicht gemacht. Heute dreht sich alles um den Dativ im Deutschen. Wir zeigen dir, wie du ihn richtig benutzt. Schön, dass du dabei bist. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts zu verpassen. Im letzten Teil haben wir über die verschiedenen Fälle im Deutschen gesprochen. Heute konzentrieren wir uns auf den Dativ. Weißt du, wann wir den Dativ verwenden? Ja, der Dativ ist einer der 4 Fälle im Deutschen und wird oft auch als Wem-Fall bezeichnet. Wir verwenden ihn, um die indirekten Objekte in einem Satz zu kennzeichnen. Genau. Ein typisches Beispiel wäre: Ich gebe dem Mann das Buch. Hier ist dem Mann im Dativ, weil er das indirekte Objekt ist, das das Buch erhält. Richtig. Der Dativ wird auch nach bestimmten Präpositionen verwendet. Einige dieser Präpositionen sind aus, bei, mit, nach, seit, von und zu. Lass uns ein paar Beispiele dazu anschauen. Ich fahre mit dem Bus zur Arbeit. Hier ist dem Bus im Dativ, weil die Präposition mit den Dativ verlangt. Ein weiteres Beispiel. Ich bin bei meiner Freundin. Meiner Freundin steht im Dativ, da die Präposition bei verwendet wird. Es gibt auch Verben, die den Dativ erfordern, zum Beispiel helfen, danken, folgen. Ein Satz wäre: Ich helfe dem Kind. Hier steht dem Kind im Dativ. Ja, und bei Personalpronomen ändern sich die Formen im Dativ. Aus ich wird mir, aus du wird dir und so weiter. Das ist wichtig für die richtige Satzbildung. Ein kleiner Tipp: Wenn du unsicher bist, ob ein Verb den Dativ benötigt, schau in einem guten Wörterbuch nach. Dort findest du oft Hinweise dazu. Ein weiteres wichtiges Konzept ist die Unterscheidung von Dativ und Akkusativ. Beim Dativ fragen wir wem, beim Akkusativ wen oder was. Das hilft beim Bestimmen des Falls. Und wie ist es mit den Artikeln? Im Dativ ändern sich die Artikel auch. Aus der wird dem, aus die wird der und das bleibt dem. Pluralartikel werden zu den. Stimmt. Ein Beispiel im Plural wäre: Ich schreibe den Kindern einen Brief. Hier ist den Kindern im Dativ-Plural. Der Dativ hat also viele Funktionen und ist wichtig, um klar zu kommunizieren. Mit etwas Übung wird es einfacher, ihn korrekt zu verwenden. Genau. Es ist ein wichtiger Teil der deutschen Grammatik und hilft uns, Sätze korrekt und verständlich zu bilden. Jetzt, da wir wissen, wann der Dativ verwendet wird, schauen wir uns typische Verben an, die den Dativ im Alltag erfordern. Oft sind das Verben, die eine Interaktion zwischen Personen beschreiben. Ein klassisches Beispiel ist das Verb helfen. Wenn du jemandem hilfst, benutzt du den Dativ. Zum Beispiel: Ich helfe meiner Schwester bei den Hausaufgaben. Genau. Ein weiteres häufiges Verb ist danken. Wir danken jemandem für etwas. Ein Satz könnte sein: Ich danke dem Lehrer für die Hilfe. Hier steht dem Lehrer im Dativ. Richtig. Ein weiteres interessantes Verb ist folgen. Es bedeutet, jemandem hinterherzugehen oder zuzuhören. Zum Beispiel: Der Hund folgt seinem Besitzer.
seinem Besitzer steht im Dativ. Und wie sieht es mit Glauben aus? Wir glauben jemandem, nicht wahr? Zum Beispiel, ich glaube meinem Freund die Geschichte. Meinem Freund ist im Dativ. Ja, und auch das Verb geben ist sehr gebräuchlich. Es zeigt oft eine Übergabe oder ein Geschenk an. Zum Beispiel, ich gebe dem Kind das Spielzeug. Hier ist dem Kind im Dativ. Ein weiteres praktisches Verb ist wünschen. Wir wünschen jemandem etwas. Ein Beispiel, ich wünsche dir einen schönen Tag. Dir steht hier im Dativ. Und wie ist es mit dem Verb schmecken? Wir verwenden es, wenn wir über Essen reden. Zum Beispiel, der Kuchen schmeckt dem Kind sehr gut. Dem Kind ist im Dativ. Auch gehören ist ein wichtiges Verb. Es drückt Besitz oder Zugehörigkeit aus. Zum Beispiel, das Buch gehört meinem Bruder. Hier ist meinem Bruder im Dativ. Es gibt natürlich noch mehr Verben, aber diese sind besonders häufig im Alltag. Sie helfen uns, alltägliche Situationen klar und korrekt zu beschreiben. Richtig. Und wie wir vorher erwähnt haben, ändern sich die Personalpronomen im Dativ. Das ist wichtig, um diese Sätze korrekt zu bilden. Genau. Mit diesen Verben und dem Wissen über die Dativformen bist du gut gerüstet, um im Alltag korrekt und flüssig zu sprechen. Übung macht den Meister. Je mehr du mit diesen Verben arbeitest, desto vertrauter wirst du mit dem Dativ. Welches Verb im Dativ benutzt ihr am häufigsten im Alltag und warum? Nachdem wir uns die typischen Verben angesehen haben, die den Dativ erfordern, schauen wir uns jetzt einige wichtige Präpositionen an, die immer den Dativ verwenden. Eine sehr häufige Präposition ist mit. Sie zeigt an, dass etwas zusammen oder in Begleitung von jemandem gemacht wird. Zum Beispiel, ich gehe mit meinem Freund ins Kino. Oh, genau. Mit wird oft verwendet, um Zusammenarbeit oder Gesellschaft auszudrücken. Ein weiteres Beispiel: Er spricht mit seiner Lehrerin über das Projekt. Dann haben wir die Präposition nach. Sie kann sowohl zeitlich als auch räumlich verwendet werden. Im räumlichen Sinn bedeutet sie in Richtung. Zum Beispiel, wir fahren nach Berlin. Nach kann auch zeitlich verwendet werden, um eine Reihenfolge zu beschreiben. Ein Beispiel wäre: Nach dem Essen gehen wir spazieren. Die Präposition bei zeigt Nähe oder Anwesenheit an. Sie drückt aus, dass man sich in der Nähe von etwas oder jemandem befindet. Zum Beispiel, ich bin bei meiner Großmutter. Bei kann auch verwendet werden, um einen Arbeitsort zu beschreiben. Zum Beispiel, sie arbeitet bei einer großen Firma. Eine weitere wichtige Präposition ist von. Sie wird oft verwendet, um Besitz oder Herkunft anzuzeigen. Zum Beispiel, das Geschenk ist von meinem Bruder. Interessant ist auch die Verwendung von zur Beschreibung, von wem etwas gemacht wurde. Zum Beispiel, das Bild wurde von einem berühmten Künstler gemalt. Zuletzt schauen wir uns die Präposition zu an. Sie wird verwendet, um eine Richtung anzugeben, aber auch für bestimmte Ziele. Zum Beispiel, ich gehe zum Arzt.
Zu kann auch verwendet werden, um eine Zugehörigkeit auszudrücken. Ein Beispiel wäre: Dieses Buch gehört zu meiner Sammlung. Diese Präpositionen sind im Alltag sehr wichtig und es ist hilfreich, sie regelmäßig zu üben, um sie fließend verwenden zu können. Richtig! Jede dieser Präpositionen hat ihre eigenen Feinheiten, aber mit ein bisschen Übung wird es zur Gewohnheit, sie richtig zu verwenden. Und wie bei den Verben, die den Dativ erfordern, ändern sich auch hier die Personalpronomen entsprechend. Genau. Das Verständnis dieser Präpositionen im Zusammenhang mit dem Dativ hilft, präzise und klar zu kommunizieren. Wir haben also gesehen, dass der Dativ mit Präpositionen in vielen alltäglichen Situationen eine Rolle spielt, ein wesentlicher Bestandteil der Sprache. Welche Präpositionen, die den Dativ erfordern, verwenden Sie am häufigsten im Alltag und können Sie ein Beispiel dafür geben, wie Sie sie in einem Satz nutzen? Nachdem wir uns die Präpositionen angesehen haben, die den Dativ erfordern, sollten wir uns jetzt mit häufigen Fehlern befassen, die dabei auftreten können. Ja, der Dativ kann manchmal verwirrend sein, besonders für Deutschlernende. Ein häufiger Fehler ist die Verwechslung von Dativ und Akkusativ. Ein Beispiel dafür ist der Satz: Ich gebe das Buch dem Freund im Gegensatz zu Ich gebe das Buch den Freund. Der erste Satz ist richtig, der zweite falsch. Genau, der Dativ wird hier verwendet, weil es um die Person geht, der etwas gegeben wird, also dem Freund und nicht den Freund. Ein weiterer häufiger Fehler ist die falsche Endung bei Adjektiven im Dativ, zum Beispiel mit einem guten Freund statt mit einem guten Freund. Richtig, hier muss man besonders auf die Endung n achten, die im Dativ oft verwendet wird, besonders bei Adjektiven. Auch bei den Personalpronomen gibt es oft Verwirrung. Viele verwechseln ihn und ihm. Ein Beispielsatz: Ich helfe ihm statt Ich helfe ihn. Ihm ist richtig, weil es den Dativ anzeigt. Das Pronomen zeigt an, wem geholfen wird, also die Person, die den Nutzen erhält. Manchmal gibt es auch Unsicherheiten mit den Präpositionen. Zum Beispiel verwenden einige für anstelle von zu. Ich gehe zur Schule ist korrekt, nicht ich gehe für die Schule. Diese kleinen Unterschiede können den Sinn eines Satzes komplett verändern, daher ist es wichtig, die richtige Präposition zu wählen. Eine weitere häufige Fehlerquelle sind die Artikel im Dativ, zum Beispiel dem anstatt den bei maskulinen und neutralen Nomen. Bei dem handelt es sich um den Dativartikel für maskuline und neutrale Nomen, während den der Akkusativartikel für maskuline Nomen ist. Ein letzter Punkt ist die falsche Anwendung von Präpositionen, die immer den Dativ erfordern, wie bei oder mit. Zum Beispiel Ich bin bei dem Park statt Ich bin bei den Park. Der erste Satz ist korrekt, weil bei immer den Dativ verlangt und dem die richtige Form ist. Diese Fehler lassen sich durch regelmäßiges Üben und Aufmerksamkeit vermeiden. Ein guter Tipp ist, sich Beispiele im Alltag zu merken.
Und natürlich durch Lesen und Hören von authentischen Materialien, um ein Gefühl für die richtige Verwendung zu entwickeln. Mit der Zeit wird die Anwendung des Dativs zur zweiten Natur, besonders wenn man auf die typischen Fehler achtet. Richtig. Geduld und Praxis sind hier der Schlüssel, um den Dativ sicher zu beherrschen und Missverständnisse zu vermeiden. Vielen Dank, dass ihr uns bis zum Ende begleitet habt. Wir hoffen, ihr habt etwas Neues über den Dativ gelernt. Bitte hinterlasst uns einen Kommentar mit euren Lieblingswörtern aus dem Podcast. Wir sind gespannt auf eure Rückmeldungen. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und uns ein Like zu geben, wenn euch die Folge gefallen hat. Eure Unterstützung hilft uns, weitere spannende Inhalte für euch zu produzieren. Bis zum nächsten Mal. Die Präposition. Eine Präposition zeigt die Beziehung zwischen Wörtern. Mit einer Präposition benutzt man oft einen bestimmten Fall. Der Dativ. Der Dativ steht oft nach bestimmten Präpositionen. Im Satz erkennt man den Dativ an der Form des Artikels. Die Verwechslung. Eine Verwechslung von Fällen passiert schnell. Die Verwechslung von Dativ und Akkusativ ist sehr häufig. Die Endung. Die Endung zeigt oft die grammatische Funktion. Im Dativ ändert sich oft die Endung des Adjektivs. Das Personalpronomen. Ein Personalpronomen ersetzt ein Nomen im Satz. Das Personalpronomen verändert sich je nach Fall.